Odnalezienie tych listów jest czymś wręcz sensacyjnym. To są absolutnie odkrywcze informacje. Gdyby nie świadectwa Müller, to nie mielibyśmy właściwie żadnych danych, żadnych źródeł, które wskazywałyby na pedagogikę Chopina. Es war in der Literatur bekannt, dass es Briefe oder ein Tagebuch gab. Ich habe dann überlegt, wo die Briefe sein könnten und wusste, dass der Briefwechsel zwischen meinem Urgroßvater Johann Baptist Streicher und Friederike Müller, beziehungsweise später Streicher, hier in der Wien-Bibliothek war. Żaden z jego uczniów aż tak szczegółowo nie opisywał postawy estetycznej Chopina, jak właśnie Friederike Müller-Streicher. Zdawała relacje z przebiegu niemal każdej lekcji swoim ciotkom w Wiedniu i w ten sposób uzyskaliśmy rzeczywiście wyjątkowe świadectwo, jakim są jej listy publikowane przez austriacką badaczkę. Autorka książki dotarła poprzez papiery rodziny dotarła do całego zbioru korespondencji. Und ich habe halt dann gesucht im Katalog und so weiter und dann bin ich auf die Zeile gestoßen, eben komme ich von Chopin. Und da habe ich mir gedacht, da muss etwas sein, habe mir aber dann die Briefe erst einmal ein paar kommen lassen und wie ich da gelesen habe, Chopin hat das gesagt und Chopin möchte dies und wir haben über das gesprochen, da wusste ich, dass das wirklich was Besonderes ist. Als ich diese Briefe gefunden habe, es war ja derart viel Material, also über 230 Briefe und zum Teil 8 Seiten. Es war wirklich so viel. Zunächst hatte ich ja noch gar nicht an eine Veröffentlichung gedacht. Ich war damals mit einem anderen Projekt noch beschäftigt und habe dann aber mit einem bekannten Musikwissenschaftler gesprochen und der hat gesagt, nein, die Müller-Briefe, die müssen veröffentlicht werden, das ist wirklich so wichtig. Die Friederike Müller, sie hat mich von Anfang an interessiert, weil sie eben eine große Karriere begonnen hatte, die dann aber nicht fortgesetzt wurde. Es hat immer geheißen, es sei wegen ihrer Verheiratung mit meinem Urgroßvater, was ich aber nicht glaube. Aber sie hat einfach das in Angriff genommen. Sie ist nach Paris gefahren und hat sich ein Klavier gemietet und hat gewartet, dass ein Lehrer kommt. Sie wusste überhaupt nicht, wer sie unterrichten würde. War aber ganz anspruchsvoll, also entweder Sigismund Thalberg oder Franz Liszt oder Chopin. Drunter wollte es auf gar keinen Fall geben. Und da musste sie halt wirklich den ganzen Sommer warten, bis einer kam und das war dann, Gott sei Dank, Chopin. Dieses Buch heutzutage für Pianisten relevant ist und ihnen was beibringen könnte, da kann ich aus meiner Warte nur sagen ja und noch einmal ja, weil er wirklich so genau sagt, was er will und vor allem auch interpretationsmäßig. Friederike Müller-Streicher w swoich relacjach ukazuje sam przebieg lekcji. W trakcie lekcji przewijają się różne osoby, zagadują Chopina, Chopin wychodzi, Chopin udaje się prawdopodobnie pić filiżankę kawy. Także to jest niezwykle żywy obraz lekcji, którego nigdzie indziej w pracach o Chopinie, czy w jego nawet świadectwach, w jego korespondencji nie odnajdujemy. Jest to opis realistyczny, pełny wielu szczegółów, o których można nawet powiedzieć, nie mieliśmy pojęcia. Ich habe dann wirklich ganz strikt ausgewählt und wirklich jedes Wort, das irgendwie mit Chopin und Musik zu tun hat, aufgenommen. Ihre Konzertbesuche und sie hat ja sehr viel auch über andere Komponisten und Musiker gesprochen. Ich habe dann auch zum Teil ein bisschen Persönliches genommen, zum Beispiel die Diskussionen, ist die Georges Sand jetzt für Chopin eine Katastrophe oder ist sie gut für ihn? Also so ein bisschen Farbe hineingebracht,
hineinzubringen, war mir dann schon ein Anliegen. Niewątpliwie w tych relacjach Chopin jest sobą. Listy dają pełny obraz osobowości Chopina i to widziany jakby wprost, widziany jakby przez osobę, która jest obok niego, prawda? To są takie relacje na żywo, można powiedzieć, w których jednak jest wiele szczegółów dotyczących paryskiego życia muzycznego. Spotkania z kręgiem zarówno miłośników muzyki ówczesnych, jak też ówczesnych pianistów. Między innymi jest tam bardzo ciekawa relacja z występu Chopina i właśnie Friederike zawdzięczamy szczegółową relację z tego koncertu. Te szczegóły polegają również na opisie relacji słuchaczy. Ona opisuje wręcz wyraz twarzy słuchaczy Chopina tutaj w tym słynnym opisie. To jest rzeczywiście perełka. Właściwie nie dysponujemy chyba żadnym opisem tak bezpośrednim. Mamy opisy krytyków, natomiast opis Friederike Müller-Streicher jest opisem reakcji słuchaczy ją otaczających. Także pod tym względem ten akurat list jeden jest czymś wyjątkowym. Chopin, sie hat viel von ihm mitgekriegt. Er war erstens damals immer wieder sehr krank und leidend. Und sie war sehr angetan von seiner Güte auch. Also er hat, glaube ich, nie Böses über andere gesprochen. Es gibt viele Urteile über andere Musiker von ihm in den Briefen, aber es ist immer wirklich mit Respekt. Friederike Müller schreibt natürlich immer in höchsten Tönen und schwärmt von ihm. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie natürlich irgendwie verliebt war in ihn, aber jetzt in einem wirklich sehr geistigen Sinn, wie glaube ich auch die anderen Schülerinnen. Es gab dann noch eine andere, die haben gewetteifert in ihrem Schwärmen und also Chopin war für Friederike Müller eine ganz wichtige Person. Es ist überliefert worden, als sie die Nachricht von seinem Tod dann bekam, kurz nach ihrer Heirat, muss sie richtig zusammengebrochen sein. Also es war wirklich eine ganz, ganz wichtige Person für sie. Myślę, że jest to książka, która zainteresuje szerokie grono czytelników, ponieważ ona niesie taki życiowy obraz lekcji u Chopina. Dieses Buch ist unglaublich dick und ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen, Hände weg. Aber ich kann nur sagen, es ist eine hochinteressante, natürlich Lektüre, aber es ist auch amüsant. Die Friederike hat so einen feinen Humor und oft mit feinen Spitzen beschreibt sie etwas. Ich kann die Lektüre dieses Buches nur empfehlen. Versuchen Sie es, schauen Sie hinein, Sie werden sehen, Sie kommen nicht mehr davon weg.